Das Fahrsicherheitszentrum in Gründau. Hier kann man trainieren, auch auf glatten Straßen nicht von der Fahrbahn abzukommen. Und auch für Autofahrer, die das schon gut beherrschen, hat Oliver Reidegeld vom ADAC ein paar wichtige Tipps. Bevor ich eine Reise antrete, sollte ich mir natürlich vorher mal Gedanken dazu machen, wo geht es überhaupt hin und was gelten da für gesetzliche Bestimmungen in den Ländern. Gerade im Winterurlaub ist es natürlich wichtig, auf die Winterreifen zu achten. In Deutschland haben wir eine situative Winterreifenpflicht, das heißt den Verhältnissen angepasste Bereifung auflegen. Das ist teilweise in anderen Ländern abweichend davon. In manchen Provinzen in Italien ist das der Fall. Da muss ich von Mitte November bis Mitte April auf jeden Fall Winterreifen aufgezogen haben. Und wenn das dann kontrolliert wird und ich nicht mit entsprechender Bereifung unterwegs bin, dann muss ich mit teils hohen Bußgeldern rechnen. Älter als 6 Jahre sollte ein Winterreifen nicht sein und die Profiltiefe sollte nicht weniger als 4 mm betragen. Einen Hinweis gibt der Treadwear Indicator, ein quer zum Profil verlaufender Steg, erklärt Fahrtrainer Roger Dötenbier. Wenn das Gummi schon bis zu dem Steg runtergefahren ist, dann ist der Reifen Schrott. Dann darf der im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden. Wer die Profiltiefe genau bestimmen will, muss nachmessen. Wir stecken das hier drauf, schieben es bis zum Profil und stellen fest, wir haben jetzt noch ungefähr 6,5 mm Profiltiefe. Also der Reifen ist nahe Neuzustand. Aber so geht's auch. Also hier ein 2-Euro-Stück, das ist ein tolles Hilfsmittel, weil dieser Rand 4 mm ist. Haben wir nur ein 1-Euro-Stück zur Hand, geht das auch. Das war 3 mm, das heißt, das Profil darf da nicht rausschauen. Wer in die Berge fährt, sollte auf keinen Fall die Schneeketten vergessen. Schneeketten wird auf vielen Alpenpässen vorgeschrieben. Das wird angeordnet vom Gesetzgeber. Das ist ein blaues Schild, da ist das Schneekettensymbol drauf. Und ich sollte mich auf jeden Fall vorab mit der Handhabung vertraut machen. Also zu Hause schon mal üben, die anzulegen. In jedem Fall ein paar Handschuhe mit einpacken, weil die Hände werden sonst schmutzig und es ist ja auch kalt. Übrigens, die Schneeketten gehören immer auf die Reifen der Antriebsachse. Das muss immer lose auf dem Reifen sein, damit der Schnee sich wieder aus diesem Metall rausklopft. Und mit Schneeketten gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Und jetzt wechseln wir das Wischwasser. Das Wischwasser aus dem Sommer muss raus, bevor das Winterwischwasser reinkommt, damit es nicht verklumpt. Sonst kann es uns die Düsen verstopfen. Bis minus 30 Grad sollte man schon machen. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und was noch? Entsprechend Beleuchtung noch mal anpassen, gerade auch wenn das Auto beladen ist natürlich, dass die Scheinwerfer nicht zu hoch eingestellt sind. Und dann sollte ich noch so ein paar kleine Helferlein dabei haben. Einen Eiskratzer, um die Scheibe frei zu kriegen, so einen Lederschwamm, um von innen die Feuchtigkeit aufzunehmen. Und wenn ich in den Alpenraum fahre, auch einen Besen, um das Dach freikratzen zu können. Letzter Punkt, das richtige Beladen. Kofferraum packen ist wie Tetris, wie das alte Videospiel. Also ich muss gucken, dass ich die schweren Koffer erstmal nach unten bringe, möglichst nah an die Rückwand. Und dann entstehen Lücken. Und die Lücken, die kann ich wunderbar füllen mit ein paar Skistiefel, mit einer Decke, mit einer Jacke. Ich muss dafür sorgen, dass die Ladung nicht verrutschen kann. Und möglichst, dass die Ladung nicht über die Oberkante der Rücksitze hinausragt. Weil alles, was nach vorne rutschen kann, ist potenziell gefährlich für mich. Wenn ich eine Dachbox montiert habe, dann wandert der Schwerpunkt vom Fahrzeug nach oben. Das heißt, je mehr oben drin ist, je schwerer das ist, desto kippliger wird das Fahrzeug vom Fahrverhalten. Ich muss also entsprechend die Ladung sichern oben in der Dachbox. Entweder festgeschnallt hier wie die Skier oder formschlüssig verstauen wie die Skischuhe. Wenn wir alles in der Dachbox drin haben, dann legen wir hier oben auf jeden Fall noch eine Decke hin. Das hilft noch mal so ein bisschen. Und das Wichtige ist vor allen Dingen, dass ich nicht so schnell fahre wie sonst. Also maximal 130 Stundenkilometer empfehlen wir als ADAC. Teilweise ist das weniger, je nachdem, was auch der Hersteller der Dachbox vorschreibt. Und unterwegs die Fahrweise immer den Straßenverhältnissen anpassen. Dann einen schönen Winterurlaub.